In diesem Video geht es für uns wieder nach Chile. Genauer gesagt nach Chiloé, der zweitgrößten Insel Chiles, die ihren ganz eigenen Charme hat. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind am Ende der Panamericana angekommen. Bin ich ein bisschen traurig drum. Hoffe, wir fallen hier nicht in die Falle. Anfängerfehler. Feeling like every day's a vacation, like we're on an ultimate getaway. Been talking about it, but now we made it. Oh, so let's take it slow. Wir haben Argentinien verlassen. Ging alles super schnell und jetzt fahren wir irgendwie 50 Minuten bis zur chilenischen Grenze. Und die soll wohl ziemlich streng sein. Also es wird ziemlich viel kontrolliert, haben wir gehört. Wir sind mal gespannt. Und damit auch herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind in Chile und tatsächlich hat der Grenzprozess eine Stunde gedauert, aber eigentlich, weil wir vor allen Dingen gewartet haben und die Fahrzeugkontrolle war allen anderen Ankündigungen doch relativ entspannt. Vielleicht hatten wir einfach nur einen guten Grenzer, weil vor uns mussten nämlich ziemlich viele ihr Auto komplett ausräumen und da läuft ein Fuchs. Da stand gerade noch ein Schild, dass da ein Fuchs ist, dass es hier Füchse gibt. Was machst du hier mitten auf der Straße? Ja, auf jeden Fall, da war gerade ein Fuchs. Und ja, bei uns war es entspannt und wir sind jetzt, ja, trotzdem haben wir eine Stunde 5 gebraucht. Aber wir sind jetzt in Chile und fahren jetzt erstmal einkaufen, wie immer, wenn man im neuen Land ist. Weil er hat tatsächlich, das muss man dazu sagen, er hat ziemlich viel abgenommen. Und er hat sogar Deko von Jesse abgenommen, dass es von Deutschland bis hierhin geschafft hat und es noch nie irgendjemand interessiert hat. Mein schöner Trockenblumen-Dekokranz am Badezimmer, an der Badezimmertür. Bin ich ein bisschen traurig drum. Aber wir haben schon gesagt, das war jetzt wahrscheinlich das kleinste Übel. Wir haben ja auch sogar Fälle hier vorne auf den Sitzen, die hat er gar nicht angeschaut. Und war ja mit den Fächern super schnell durch. Von daher haben wir jetzt die Trockenblumen von meinem Kranz abgeschnitten. Das war ja auch okay. Ich durfte diesen Bogen durfte ich behalten. Kann ich einen neuen draus basteln. Nee, also von daher, wir sind echt zufrieden mit der Grenze. Das haben wir uns viel, viel schlimmer vorgestellt. Viele andere haben gesagt, das wäre viel aufwendiger und die hätten bis zu einer Stunde das ganze Auto durchforstet. Und bei uns war ja eigentlich so gut wie nichts, außer dass es jetzt anfängt zu regnen. Oh ja. Jesse versucht mal noch ein paar Beeren zu kaufen. Ein Kilo für 3.000, 2 Kilo hätten 5.000 gekostet, aber ist ja viel zu viel für uns. Unser Schlafplatz. Fast auf der Straße, aber gab nichts Besseres. Wir sind am nächsten Stellplatz angekommen. Da gibt es relativ viele Camper tatsächlich. Aber dieser hier soll der bestbewertete sein. Und wir gucken jetzt mal noch, oder ich gucke mal noch, was hier unten noch so geht. Man da irgendwie noch einen guten Stellplatz hat, aber ich glaube, wir werden da einfach da oben stehen bleiben, weil das ist nämlich super gerade. Was ja auch nicht ganz unwichtig ist. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz cool aus, auch da oben. Und es soll das Yosemite Valley von Chile sein. Cochamoa, glaube ich. Wir blenden den Namen nochmal ein. Also das ist unser Stellplatz für die nächsten 2 Tage wahrscheinlich. Guten Morgen. Guten Morgen. Es ist 7 Uhr und wir starten unsere Wanderung ins Cochamoa Valley. Wetter sieht perfekt aus, keine Wolke am Himmel. Und dann schauen wir mal, was wir heute so sehen. Wir sind am Eingang und hier ist auf jeden Fall schon was los. Wir haben eingecheckt
Ich weiß nicht, ob wir jetzt vielleicht noch gleich mal einen Fallschirmsprung machen. Also wir müssten ein Dokument lesen. Das hat sich so ein bisschen so angehört. Aber gut, der Weg wurde nochmal erklärt. Alle sehr nett. Und ja, wir mussten uns so registrieren. Und jetzt können wir losgehen. Und das ist irgendwie schon relativ matschig. Hatten wir schon lange nicht mehr. Ui, ist aber matschig. Also es ist die reinste Matschetrampe hier am Anfang. Aber momentan teilen wir uns den Weg scheinbar noch mit der Pferdestrecke. Von daher ist es natürlich jetzt recht matschig. Bei der Wegerklärung wurden uns so Zwischenpunkte erklärt. Und der erste Zwischenpunkt ist eine Hängebrücke nach 2 Kilometer. Die haben wir jetzt erreicht. Nach 4 Kilometer kommen, glaube ich, so Bänke, wo man Pause machen kann. Und dann nach 7 kommt nochmal die Pampa, also ein offenes Feld. Und hier ist die Brücke. Und dieser Holzsteg ist auch sehr praktisch, weil es nämlich immer noch ultra matschig ist. Wenn man so ein bisschen daneben guckt, dann sieht man, wie viel Matsch da ist. Gar nicht so matschig hier. Es sieht so aus, als würde der Weg endlich besser werden. Aber wir sind schließlich auch schon 5 Kilometer unterwegs. Und es ist 9 Uhr und jetzt brauchen wir unbedingt mal einen Frühstücksspot. Eigentlich soll es hier irgendwo Bänke geben, aber ich glaube, das sieht eher schlecht aus. Irgendwie sind die nicht da, wo wir gedacht haben. Vielleicht setzen wir uns einfach hier auf so einen Stein. Wollen wir uns hier auf so einen Stein setzen? Ja. Okay. Wir ziehen weiter nach der Frühstückspause und die Sonne kommt so langsam überm Berg und das Licht ist direkt richtig schön. Was ist denn hier schon wieder los? Müssen wir irgendwie gucken, dass wir hier rechts vorbeikommen. Hola. Die Brücke ist nicht mehr so im besten Zustand, fehlen schon ein paar Bretter und es schwingt ein bisschen, aber man kommt ohne Probleme noch auf die andere Seite rüber. Hola. Hola. Du kennst den Weg schon? Du brauchst kein Seil? Okay. Schmal und ein bisschen wackelig. Vielleicht gehe ich am Rückweg woanders lang. Ein Blick ins Tal hoch. Irgendwo da in 2 Kilometer ist das Ziel. So langsam kommen wir dem Ziel näher und der Wald lichtet sich immer mal wieder. Aber es war definitiv viel zu viel Matsch bis hier. Und man hat schon mal immer einen guten Blick. Aber ich hoffe, der wird noch wesentlich besser. Und die Landschaft ist schon spektakulär, auch wenn es ein bisschen viele Bäume gibt. Die Aussicht. Eine Brücke ganz nach meinem Geschmack. Nicht. Da ist eine Rutsche. Wer schon ein paar Videos von uns geguckt hat, der weiß ja, dass wir keine Möglichkeit auslassen, um ins Wasser zu springen. Jetzt sind wir hier nach 13 Kilometern Matsch angekommen. Es ist einfach perfektes Wasser und da sind Felsen, wo man runterrutschen kann, was ja auch viele Menschen tun. Und was haben wir nicht dabei? Unsere Badesachen. Anfängerfehler. Gerade haben wir irgendwie nicht so richtig den Weg gefunden, aber jetzt sind wir bei einer Brücke. Es ist mal wieder eine Hängebrücke.
ist das Tal ja echt schön offen. Es wäre schöner gewesen, wenn es den ganzen Weg oder einen großen Teil des Weges so gewesen wäre. Aber naja, kann man nichts machen. Jetzt geht es wieder zurück in die Schlammschlacht. Für alle, die sich fragen, wie man in Chile Flüsse quert, hier fahren so Gondeln. Scheinbar sind diese Gondeln günstiger als eine Hängebrücke und überall, wo nicht so viele Leute drüber gehen, gibt es diese Gondeln. Also wenn man hier zum Campground will, darf man Gondel fahren. Möchtest du auch Gondel fahren? Nee, ich frage mich vor allen Dingen, wie das läuft. Also scheinbar muss man das sich das selber rüberziehen, weil irgendwie Winde oder so habe ich nicht gesehen. Ne? Nee, also da ist so ein Seil, ein zusätzliches Seil dran, da kann man sich entlang ziehen dann. Das ist bestimmt ein großer Spaß. Es läuft sogar sehr gut, ohne dass er was macht. Zumindest bis zur Mitte. Und dann muss er ihn jetzt ziehen halt. Also du kannst es, glaube ich, nicht alleine machen. Dann bräuchst du das andere Seil in der Hand, dann wird's gehen. Dann kannst du dich an dem Seil langziehen. Die letzte Brücke. Das heißt, wir sind gleich wieder da. Reicht jetzt auch. Also es war mir eindeutig zu viel Matsch. Wir sind zurück am Campground. Ziemlich genau 10 Stunden und 25 Kilometer waren wir unterwegs. Nicht so viele Höhenmeter, dafür viel zu viel Matsch. Also wenn es geregnet hat am Tag davor oder so, sollte man den Weg, glaube ich, nicht gehen. Und es lohnt sich auch schon eigentlich mit dem Zelt mitzunehmen, weil man kann, glaube ich, von da, wenn man in dem Valley ist, noch ein paar coole Touren machen. Und dann hat man auf jeden Fall da die Möglichkeit, alles zu genießen. Ja, ich glaube, das macht auch mehr Sinn. Wir hatten ja gedacht, dass man von unserem Weg aus auch noch viel mehr von dem Tal sehen würde. Aber hat man eigentlich nicht. Also man hat ganz viel Wald gesehen, ganz viel Matsch, aber die Ecken da ganz am Ende, die waren halt schön. Also von daher mit dem Zelt dahin und da noch ein bisschen erkunden, wahrscheinlich die bessere Variante. Genau, und wir trinken jetzt was und dann ziehen wir uns um und gehen mal ins Wasser. Wir sind ready für das Bad im Fluss. Zugeschlossen? 1, 2, 1. Bewegt man sich nicht von der Stelle. Das war auf jeden Fall sehr gut. Was sagst du? Mega, gute Abkühlung. Wir sind an der Fähre angekommen, die wir heute nehmen müssen. Und die steht hier. Die Damen vorne am Ticketverkauf gesagt, die fährt um 2:15 Uhr los. Es sieht aber schon sehr voll aus. Und die Damen, die jetzt hier die Einfahrt kontrollieren, die sind gerade per Funk am Diskutieren. Vielleicht kommen wir doch nicht mehr drauf. Hoffen wir mal das Beste. Wir dürfen drauf fahren. Wahrscheinlich eins der letzten Fahrzeuge, aber richtig Glück gehabt. Ja, also 4 Platz ist da nicht. Wir sind drauf. Also, das läuft ja mal richtig gut. Aber wirklich als letztes Fahrzeug und wir mussten ja überhaupt nicht warten. Wir haben ja im Endeffekt ein Ticket gelöst und sind direkt losgefahren. Ja, also 2, 3 Autos passen noch hinter uns, glaube ich. Da kommt gerade noch eins drauf. Da müsste eigentlich noch was gehen. Okay, also nach ungefähr 30 Sekunden, wo Malte noch gesagt hat, hier passt noch was, fahren wir auch schon. Also das war jetzt zeitlich wirklich Punktlandung. Wir haben auf dem Navi ja die ganze Zeit gesehen, dass es rot ist. Also die müssen wirklich die ganze Zeit gestanden haben. Als wir kamen, sind die alle drauf gefahren. Wir haben das Ticket gelöst, wir stehen hier drauf und sind losgefahren. Also mega. – 25 Minuten sind vergangen und wir legen gerade an.
Guten Morgen. Wir wurden heute Nacht unter anderem von Bon Jovi und Tina Turner geweckt, aber das Konzert ging nur 20 Minuten. Und jetzt sind wir auf dem Weg zur Fähre und ich glaube, sie fährt gerade los. Wir wollen nämlich nach Chiloé. Ja, die Ladeluke schließt sich gerade. Schade. Aber vielleicht ist das andere Schiff eins, was rankommt. Da steht ja noch ein Schiff. Na, wahrscheinlich können wir noch drauffahren. Also hier ist auf jeden Fall reger Betrieb und hier steht ein Schiff. Und da können wir wohl drauf fahren. So, hier nicht. Hoppala. Falsch abgebogen. Ich denke, das wäre so eine Spurtrennung. Wahrscheinlich kann er bei Flut hier oben anlegen. Wir sind auf der Fähre. Ist noch gar nicht so viel los, aber es kommen jetzt noch einige. Kommen noch ein paar Busse und so. Wird wahrscheinlich bald losgehen. Wie gestern konnten wir direkt auf die Fähre drauf fahren. Also aktuell läuft es ganz gut mit den Fähren. Ist zwar noch nicht ganz voll, aber ich denke mal, das wird relativ zügig gehen. Und dann werden wir bald ablegen. Heute ist auch schon 9:30. Wir sind auch schon wieder eine Stunde gefahren. Aber das Wetter soll wohl gleich gut werden. Sind wir mal gespannt. Wir sind noch keine 5 Minuten auf der Fähre und hinter uns ist alles voll. Die Luke ist schon unten, aber ist noch Wasser da. Wir sind angekommen auf Chiloé und damit auf der zweitgrößten Insel Chiles. Wir sind gespannt, was uns hier erwartet. Momentan ja alles noch sehr mystisch. Ja, aber es soll noch aufklaren, von daher sind wir gute Hoffnung, dass es noch ein richtig schöner Tag wird. Ah, gucken wir uns erstmal die Kirchen an, weil ich glaube hier nicht. So ein richtiges Loch. Es hat tatsächlich jetzt schon ordentlich aufgeklärt, aber da hinten über dem Meer sieht man noch die Wolken. Hola, buen día. Sí. Díganlo a él. Él lo va a llevar al parque. Ahí está la agencia. Compró un ticket. El parque lo lleva él. Vaya, síganlo con él. Al vehículo. Okay, wir sollen ihm hinterherfahren? Ah, Oder was? ja, scheinbar. Ja, wir sind jetzt irgendwie auf dem Strand gelandet und fahren so einem Typen hinterher, der uns zeigt, wo wir parken sollen. Hoffen wir fallen hier nicht in die Tutti-Falle. Hola, buenas. Por el pavimento donde dice estacionamiento, parking. Hi. A la derecha, y Okay. arriba. Danke. Hola. Adelante. Danke. Wir sitzen jetzt schon im Schiff. Es geht irgendwie, also im Boot, es geht irgendwie die letzten Tage immer, dass wir ankommen und direkt losfahren, beziehungsweise direkt weiterfahren. Genau, wir sitzen in einem Boot, weil wir eine Pinguin-Tour machen hier auf so kleinen, ja, klein vorgelagerten Inseln von Chiloé sollen nämlich Pinguinkolonien leben und es gibt so eine 35-minütige Tour, die hat uns jetzt umgerechnet 10 Euro pro Person gekostet und die machen wir jetzt. Wir fahren keine 2 Minuten, da sind schon die Pinguine. Vor der rauen Pazifikküste leben hier Humboldt- und Magellan-Pinguine Seite an Seite. Die wohl einzige bekannte gemeinsame Brutkolonie dieser beiden Arten weltweit. Mit dem Boot geht es nah an die kleinen Inseln heran, wo hunderte Pinguine zwischen den Felsen brüten, schwimmen und ihre Jungen großziehen.
Wir sind wieder zurück an Land. Die Tour war ganz cool, aber irgendwie waren relativ wenig Pinguine da. Es waren Humboldt-Pinguine und Magellan-Pinguine. Leider haben wir nicht ganz so viel verstanden, weil die Tour auf Spanisch war. Vielleicht hätten wir ein bisschen mehr verstanden, wenn die Familien vor uns nicht die ganze Zeit gequatscht hätten. Das war ein völliges Durcheinander, aber es war natürlich auch total süß, weil das waren so viele Kids und die haben sich total gefreut. Schon da die ganze Zeit im Preis, ne? Ja. Das ist ja da, dürfte eigentlich auch nicht tief sein. Wir sind am nächsten Stellplatz angekommen. Ich habe gerade mal den Motor ausgemacht, weil wir gar nicht dazu kamen, überhaupt richtig zu parken. Nämlich, hier gibt's was gibt's hier zu gucken? Das sind ganz viele Delfine. Das ist richtig schön. Und sie sind super nah am Strand. Jetzt gerade sind sie nicht da, aber wir haben schon ein paar Drohnenshots gemacht. Ah, mehrere. Da sind Delfine. Da. Ne, das ist eine Ente, scheiße. Delfine mehr da und es ist mittlerweile ziemlich windig. Hoffentlich stehen wir günstig. Eigentlich stehen wir nicht günstig, weil der Wind nämlich genau von da kommt und da der Camper steht. Das heißt, es könnte wackelig werden oder wir parken später nochmal um. Aber ich glaube, so windig ist es nicht. Heute gibt es Lasagne bei bestem View. Wir sind fast an unserem nächsten Ziel angekommen. Hier gibt es schon mal die Tickets und dann müssen wir noch 1 Kilometer, glaube ich, fahren. Dann geht es auf eine kleine Wanderung an der Westküste von Chiloé. Wir sind am Start der Wanderung. Wir haben mal hier unten geparkt, weil eigentlich soll man nämlich da oben parken. Das ist nämlich ultra schräg. In 40 Meter leicht links auf Camino Zona Costa. Und jetzt geht es los. Eintritt war ziemlich teuer, 12.000 chilenische Pesos pro Person, was ungefähr 12 Euro sind. Und wenn man mit dem Auto weiter reinfahren will, kostet nochmal 6.000 extra. Aber ich habe gelesen, dass der Weg nicht so gut sein soll. Deswegen gehen wir zu Fuß. 30 Meter leicht links. Wir sind hier
Und hier könnte man noch fahren. Aber das gehen wir und dann gehen wir einmal hier runter. Und vielleicht hier einmal noch einen Loop. Müssen wir gucken, ob der Loop hier unten gehen oder nicht. Wir sind am Wanderparkplatz angekommen. Also hierhin hätten wir auch locker fahren können. Aber wir haben uns die 6000 Pesos, die es extra kostet, also 6 Euro, gespart und sind jetzt die 1,5 Kilometer gelaufen. Unser Ziel ist schon in Sicht. Aber man muss halt auch sagen, dass die Küste hier sehr, sehr schön ist. Vor allen Dingen, ganz wichtig, ist nicht matschig, so wie auf unserer letzten Wanderung. Und es ist herrlichstes Wetter. Schon seit heute Morgen, was auf Chiloé, glaube ich, auch nicht selbstverständlich ist, weil es ja direkt hier am Meer liegt und es morgens wohl auch sehr oft neblig ist, auch im Sommer. Das werden wir bestimmt morgen haben. Chiloé wirkt ein wenig wie eine eigene Welt. Sattgrüne Hügel, zerklüftete Küsten und das ständige Spiel von Wind und Pazifik. Hier an dieser Küste wird diese besondere Stimmung sichtbar. Und die Stege, die man hier findet, wirken wie eine Einladung, den Blick schweifen zu lassen und für einen Moment Teil dieser Weite zu werden. Toll, jetzt macht's keiner mehr. Ja, aber, voll viele jetzt auf einmal am Jumpen. Hey, haben Spaß. Ja, vorne wieder. Oh, scheiße, meinst du, es lohnt sich noch die Drohne rauszuholen? Ja, probier mal. Halt mal bitte die Drohne. Ich weiß nicht. Wir gehen weiter und wir hatten richtig Glück. In mehrfacher Hinsicht. Ja, also jetzt hier ist richtig viel los. Aber als wir kamen, war kein Mensch da. Und dann habe ich eben noch... Bestimmt für 10 Minuten oder so. Genau, ja. Und dann saßen wir da eben, als dann die ersten Menschen kamen. Und dann habe ich so aus Spaß gesagt, wo sind denn hier die Delfine? Und Jessie sagt, da. Und da waren da Delfine. Und da gab es einen Moment, da sind richtig viele gesprungen. Aber wir waren leider mit der Drohne zu langsam. Aber ich glaube, Jessie hat zumindest mit dem Handy ein paar auf der Kamera drauf gekriegt. Ja, das sah richtig cool aus, weil die halt nicht einfach nur gesprungen sind, sondern in den Wellen sozusagen mitgesprungen sind. Aber ja, wir haben es nicht so richtig drauf, vielleicht ein bisschen. Muss man mal sichten. Schlechtere Plätze zum Rasen. Aussicht geht so. Also es gibt ja hier den Weg nur zur Muelle de Tiempo, da wo wir ja gerade waren, diese Spirale, Schnecke oder wie man es auch immer nennen will. Und dann kann man den gleichen Weg zurückgehen oder man geht halt noch so einen Loop. Der ist halt 5 extra Kilometer, beziehungsweise 3, weil der Weg von der Schnecke zurück wären auch 2, also 3 Kilometer mehr. Aber es lohnt sich auf jeden Fall und logischerweise ist natürlich hier wieder keiner unterwegs. Und so haben wir diese schöne Landschaft für uns alleine. Wir sind wieder an der Abzweigung. Eben sind wir
da lang gegangen und jetzt geht es noch die, weiß ich nicht, 2 Kilometer sind es, glaube ich, zurück zum Camper und dann finden wir hoffentlich einen schönen Stellplatz am Meer. Wir sind zurück am Eingang, ja, so ein bisschen mehr als 3 Stunden, ziemlich genau 10 Kilometer. Höhenmeter sind zu vernachlässigen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, Wetter war top. Nur am Rückweg, den Bogen, den wir gelaufen sind, da war es teilweise ein bisschen buschig und mit kurzer Hose war es nicht so optimal. Also es ist, als ob da so gut wie keiner lang läuft, als ob die meisten halt wirklich diese 2 Kilometer Tour machen, bis zu dem Aussichtspunkt und wieder zurückgehen. Genau, und wir haben auch nur einen Menschen da gesehen. So, jetzt sind wir am Camper und fahren zum Stellplatz, hoffentlich am Meer. Wir sind an dem Plätzchen angekommen, was wir eben ausgekundschaftet hatten. Aber irgendwie ist es ein bisschen voll geworden. Also hier stehen jetzt so einige Fahrzeuge. Müssen wir überlegen, ob wir uns hier dazu gesellen wollen oder ob wir vielleicht doch weiterziehen. Aber eigentlich ist der Platz ganz cool und eben war halt gar keiner da. Das ist erstmal unser Plätzchen. Wir hoffen mal, die anderen fahren irgendwann. Die Sonne hat sich von unserem Platz verabschiedet und eigentlich auch alle außer ein Auto. Aber ich denke mal, es wird auch bald fahren und wir gehen jetzt rein, weil es ist tatsächlich schon relativ frisch. Also als wir losgefahren sind bei Sonnenschein waren es nur noch 18 Grad. Jetzt sind es vielleicht nur noch 15. Kein gemütliches Wetter mehr von draußen sitzen, also geht's rein. Wir haben gerade zum ersten Mal in Südamerika unsere Dusche benutzt. Und wir sind ja erst seit 7 Monaten ungefähr in Südamerika. Aber bisher gab es immer Campgrounds, wo man duschen konnte, aber es wird jetzt weniger. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir die Dusche dabei haben. Und nach der Wanderung heute, wo wir doch sehr geschwitzt haben, war es auf jeden Fall sehr gut. Wir sind am Ende der Panamericana angekommen, machen gerade ein leckeres Avocado-Eibrot. Und ich gucke hier kurz aus dem Fenster, da schwimmen da 2 Robben und Delfine. Wir sind am offiziellen Ende der Panamericana, die ist hier auf Chiloé. Und leider, wie man da schon sieht, gibt es ein großes Schild und die ist noch für ein paar Wochen unter einer Baustelle, also an der Construction. Und hier sieht es gerade ziemlich matschig aus um dieses Monument. Ja, sind wir leider zum falschen Zeitpunkt da. Wir verlassen Cuellón, so heißt es glaube ich, wieder, also der südlichste Ort in Chiloé. Eigentlich kann man von hier aus mit der Fähre auch rüberfahren, wieder aufs Festland. Nur leider ist die nächsten 14 Tage ausgebucht, weil wir gerade Hauptsaison haben. Und deswegen müssen wir einmal einen riesen Loop fahren, irgendwie doch 8 Stunden Fahrt. Und dann nehmen wir trotzdem nochmal eine Fähre, die 5 Stunden geht. Aber die haben wir halt in 3 Tagen und so müssen wir nicht 14 Tage warten. Wäre natürlich eine ziemliche Zeitersparnis gewesen und es wäre preislich auch gar nicht so viel teurer gewesen, aber gut, wir waren einfach zu spät dran. Wir sind an unserem nächsten Stellplatz angekommen. Ich sehe gerade, wir haben direkt neben dem Licht geparkt, aber na gut. Das ist so eine alte Festung, wobei Festung jetzt ein bisschen zu viel zu gesagt ist. Hier gibt es einfach nur noch so ein paar Kanonen, 3 Stück.
Aber ist eigentlich ganz schön angelegt. Sind gerade noch andere Leute da, aber es soll sehr ruhig sein. Und der Spielplatz ist ganz gut, würde ich sagen. Und dann hoffen wir mal, dass wir noch die Sonne rauskommt. Da können wir so ein bisschen aussetzen und die Aussicht hier genießen. Die kann nämlich auch was. Genau. Mal alle darin. Ich kann es auch nicht so parken. Wir sind in Castro, der größten Stadt auf Chiloé. Aber ja, es gibt einfach keinen Parkplatz. Also es ist überall voll. Und die Bezahlparkplätze, die so in den Hinterhöfen sind, die sind einfach super schmal. Da will ich jetzt auch nicht unbedingt reinfahren. Da kommt man nachher nicht mehr raus, wenn uns einer zupackt. Deswegen haben wir jetzt mal wieder amerikanisches Sightseeing gemacht. Einfach mal um den Hauptplatz drumherum gefahren. Und dann sind wir jetzt hier gerade unten noch an der Uferstraße und fahren jetzt in den nächsten Ort. Hallo, schön gewesen, wenn da frei gewesen wäre. Hier wäre was frei, wenn ich da fahre. Wir fahren hier gerade durch den nächsten Ort, der eigentlich auch ganz schön ist. Hier wollten wir eigentlich auch was essen. Aber also es gibt gar keinen Parkplatz. Also es sind noch nicht mal welche frei, wo wir nicht reinpassen würden. Aber es ist einfach gar nichts frei. Wir fahren jetzt schon zum 3. Mal im Kreis. Und da ist aber einer. Scheinbar sollten wir öfter filmen, wenn wir auf Parkplatzsuche sind. Weil in dem Moment der Parkplatz hier frei wurde. Und jetzt stehen wir richtig gut und auch richtig nah dran an der Markthalle. Also, dass wir jetzt so Glück haben, damit hat es nicht gerechnet. Ich hatte auch schon gedacht, dass wir jetzt weiterfahren. Aber gut, dass wir ein 3. Mal rumgefahren sind. Ja, haben wir Glück gehabt. Entlang der Küste von Chiloé liegen einige dieser kleinen Fischerorte wie Dalcahué. Orte, in denen das Leben noch stark vom Rhythmus des Meeres bestimmt wird. Am Hafen schaukeln die bunten Holzboote im Wasser, während die Fischer ihre Netze flicken und der Geruch von Salz und frischem Fisch in der Luft liegt. Hier kommt vieles direkt aus dem Pazifik auf den Tisch. Einfach, ehrlich und ohne Umwege. Und genau das wollen wir jetzt auch mal probieren. Wir sind jetzt hier in der Halle, wo es ganz viele Küchen gibt und sind gleich bei der ersten angehalten. Auch total süß, da war eine, die hat uns gefragt, was wir wollen, auf Spanisch. Und dann haben wir gesagt, ja, wir können nur ein bisschen Spanisch, hat sich direkt ihre englischsprachige Kollegin geholt. Und jetzt bekommen wir hier Curanto, Und das Curanto ist auch schon da. Das ging sehr schnell. Die sind so riesig, kriegt man gar nicht richtig auf. Wir sind wieder raus aus den Garküchen. Das war sehr gut. Auf diesem, wie hieß es? Curanto waren so Muscheln, ein Stück Kassler, eine Kartoffel, ein Hähnchenschenkel. Ich glaube, das war es eigentlich. Und noch so ein, wie ein Kloß. Ja, und so ein Würstchen. Ah ja, genau. Und noch so ein Würstchen, ja. Muscheln waren halt 3 verschiedene Sorten, oder? Ja, genau. Und die waren auch teilweise ziemlich groß. Ja. Also war ganz gut. Hat 12.000 gekostet. Und eine Portion reicht auch für 2 eigentlich. Also außer man hat riesigen Hunger. Ja, schade. Hier geht der Weg wohl nicht weiter. Da muss man außen rumfahren. Kacke, habe ich ja schon fast gedacht. Und es geht nur bei Ebbe weiter. Okay. Aber es ist ja gut zu wissen, dass wir das jetzt rausfinden. Da muss man wahrscheinlich da so rumfahren.
Wir sind auf dem letzten Stellplatz in Chiloé angekommen. Das ist hier auf so einer Landzunge. Eigentlich wieder ein ganz cooler Stellplatz, so wie alle anderen auf Chiloé auch. Die Insel hat uns wirklich sehr gut gefallen, auch wenn wir 2 Tage nicht so gutes Wetter hatten. Dafür hatten wir aber auch 2 Tage richtig gutes Wetter. Wir haben im Prinzip eigentlich jeden Tag irgendwelche Tiere im Wasser gesehen, sei es jetzt Delfine oder Seelöwen. Heute waren es nur eins von beiden, aber die anderen Tage haben wir immer beides gesehen. Also schon auf jeden Fall sehr cool. Wir können die Insel sehr empfehlen. Und damit beenden wir auch dieses Video. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare hauen. Ansonsten Daumen hoch da lassen und wer es noch nicht gemacht hat, natürlich auch das Abo. Und dann geht es nächste Woche weiter mit der Carretera Austral, der legendären Straße in Chile.